Als die Ära Wandt ging seine Amtszeit in die Geschichte des NDR Elbphilharmonieorchesters ein. Günter Wandt war von 1982 bis 1991 Chefdirigent des damaligen NDR Sinfonieorchesters, bis zu seinem Tode 2002 Ehrendirigent. Und hat den Klangkörper in einer Weise geprägt, wie es nur die ganz Großen vermögen. Seine musikalische Spätliebe galt dabei insbesondere einem, dem Komponisten Anton Bruckner. Ich wollte Bruckner als Symphoniker dienen. Bruckner als Symphoniker, nicht als praktisch Untermaler oder einer besonders wehrvollen Situation mit Weihrauch und viel Choralglanz und das wollte ich nicht. Ich wollte Bruckner als Symphoniker, als größten Symphoniker nach Beethoven darstellen. Und so standen für Günter Wandt auch nicht Bruckners geistliche Werke im Mittelpunkt, sondern er widmete sich gezielt seinen Sinfonien. Wenngleich er in Anton Bruckner mehr als nur einen gottesfürchtigen Kirchenmusiker sah, so war Bruckner für ihn doch ein Mann mit einer klaren göttlichen Ordnungsvorstellung. Bruckner lebt in einer für ihn sicherlich ganz präsenten Ordnung, die sich eben nicht nur auf wie man ihm so oft vorgeworfen hat, auf die Pfaffen oder auf die Kirche oder auf die Bischöfe oder was weiß ich, die katholische Kirche bezogen hat, sondern auf eine Ordnung, die seine Ordnung war und über die er wahrscheinlich auch sehr wenig gesprochen hat, in Kenntnis dessen, was ihm geantwortet werden würde in einer Welt, die so fremd diesen Dingen gegenübersteht. Er hat eine Ordnung gesehen und in dieser Ordnung war er geborgen. Die war unerschütterlich. Seinen Weg zu Anton Bruckner fand Günter Wandt erst spät. 62 Jahre war er alt, ehe er zum ersten Mal Bruckners 5. Sinfonie dirigierte. In monatelanger Vorbereitung, am liebsten aus der Ruhe seiner schweizerischen Wahlheimat, bereitete sich Günter Wandt auf jedes einzelne Konzert akribisch vor. Sein oberstes Credo: Werktreue. Das Äußerste, was ich mir am Ziel vorgenommen habe, dass ich auf jede Frage, die mir ein erfahrener, hervorragender Orchestermusiker stellt, Herr Wandt, warum machen Sie das, sagen kann, kommen Sie bitte mal, ich darf Ihnen mal zeigen, bitteschön. Ich finde, wenn man die Partitur liest, dann kommt man ganz von selbst auf die. Ich will nie sagen, ja, das fühle ich halt so. Oder, ja, das kann man doch gar nicht anders machen, das ist doch selbstverständlich, nicht? Oder, ja, das ist eben mein Genie, nicht? Sondern ich will aus der Partitur sagen können, warum. Eine Akribie und eine Hingabe, die sich auszahlten. Mit seinen Interpretationen löste Günter Wandt eine regelrechte Bruckner Begeisterung aus. Wie kaum einem zweiten gelang es ihm, die Musik Bruckners, insbesondere im Konzert, auf eine andere Ebene zu heben, schier kosmisch. Darf ich es noch einmal machen, ja? Wenn man sich mit Bruckners Werk so intensiv beschäftigt, wie ich das in den letzten 10 Jahren getan habe, glaube ich, dass man andere Wertmaßstäbe bekommt. Nicht nur in der Beurteilung von Kunst und Musik, sondern überhaupt alle Dinge, die im Menschenleben eine Rolle spielen. Und nicht nur in einem Menschenleben, sondern über Generationen hinweg. Günter Wandt, ein Jahrhundertdirigent.